ein Freibad. Something that the younger generations identify with. Also meine Idee, ich fände das ganz toll, wenn es eine Außenbühne gäbe. Vielleicht eine Leseecke wäre nicht schlecht. Definitely something which should fit into the architecture here. So it would be nice, maybe something modern, for sure, lots of glass. Sicher, man kann einiges Kreatives daraus machen, denke ich. Vielleicht mal eine riesige Terrasse, wo die Leute einfach dort hängen können. Das wäre schön mit Sicht auf den See. Ja. Etwas, das Sinn macht für das Opernhaus und für den Betrieb des Opernhauses. Und darum wäre es schön, wenn man mehr Platz hätte, zum Kultur zu geniessen. Es muss schön aussehen. Aber ich freue mich auf irgendetwas Neues, egal was es ist. Mein Name ist Sabine Turner. Ich bin seit 2011 Direktorin für Kommunikation und Marketing und in der Projektleitung von Zukunft Oper tätig. Mein Name ist Michael Lemenecker. Ich bin Partner bei Ampio Partizipation GmbH aus Zürich. Und mein Name ist Mia Nold. Ich bin Firmenpartnerin von Michael. Anfang der 20-30er Jahre müssen das historische Opernhaus und der Erweiterungsbau saniert werden. Dabei kann das historische Opernhaus eine sanfte Sanierung erfahren, weil es eigentlich in einem ganz guten Zustand ist. Stühle müssen erneuert werden, es müssen so bestimmte Haustechniken erneuert werden. Aber die historischen und denkmalgeschützten Bereiche bleiben erhalten. Beim Fleischkäse, so nennt man das, den Erweiterungsbau, liebevoll wird es anders sein. Da wird es größere Eingriffe geben. Vielleicht einmal ganz kurz zum Verständnis. In dem Erweiterungsbau passiert eigentlich all das, was wir später auf der Bühne des Opernhauses zeigen. Im Erweiterungsbau sind die Ballettsäle, da ist der Chorsaal, da sind die Büros, da gibt es Werkstätten, da gibt es Lagerplätze, da gibt es das Bernhard Theater, eine Studiobühne. Und all das platzt eigentlich buchstäblich aus allen Nähten. Wir haben viel zu wenig Platz für diese Bereiche und deshalb wird es dort eine größere Veränderung geben müssen. Ob das eine Aufstockung des bestehenden Gebäudes ist oder ein Abriss und ein Ersatzneubau, das wird sich bis zum Herbst diesen Jahres zeigen. Aber in jedem Fall werden wir da große Veränderungen machen, die auch eine Auswirkung natürlich auf das Stadtbild haben und auf die Nutzung für die Gesellschaft. Dialog Zukunft Oper ist der Versuch, mit vielen Leuten ins Gespräch zu kommen, um herauszufinden, wie man mit dem Erweiterungsbau, wo die Oper braucht, umgehen, was dort wichtig ist und was man muss beachten muss. Und Dialog heisst es, weil wir versuchen, mit möglichst vielen Personen, Akteursgruppen ins Gespräch zu kommen und einen Austausch zu finden, ohne dass wir gerade schon Antworten haben. Und es geht ja auch darum, dass die Oper sich in Zukunft auch als offener Teil von diesem Stadtraum, als Treffpunkt, als Ort, wo man sich begegnet, versteht. Und der Dialog ist nichts anderes als das. Das ist bereits ein Element davon. Wir öffnen uns, wir sind in Diskussion, wir führen einen Dialog mit den Leuten, die ein Teil sind von unserem Kulturhaus, von unserem Haus. Das ist wirklich heute eine ganz normale Situation, dass man solche grosse Projekte nicht mehr alleine in dem stillen Kämmerlein erarbeitet. Und mit dem Prozess, den wir hier für das Opernhaus machen durften, hat das Opernhaus auch gezeigt, dass sie eigentlich ein öffentlicher Betrieb sind und die Öffentlichkeit nicht nur auf der Bühne begrüßt, sondern wirklich auch als Institution mitnimmt auf ihren Weg. Und das ist sehr eine schöne Art, wie man heute als Institution mit der Öffentlichkeit umgeht, partnerschaftlich im Austausch und wirklich realisiert, dass man lernen kann von unterschiedlichen Meinungen. Der Dialog mit den Mitarbeitenden hat am Freitagnachmittag Anfang Mai stattgefunden, wo wir gerade von Anfang an auch gefunden haben, es macht auch Sinn, zum Beispiel jetzt nicht nach Bereichen zu arbeiten, sondern wirklich auch da in diesen Tischgruppen, wo die Mitarbeitenden platziert worden sind, wirklich auch gerade zu mischen, dass es so spartenübergreifende Diskussionen gibt. Und dort haben wir den Fokus hauptsächlich darauf gelegt, eines von diesen Kapiteln aus dem Zukunftsbild und dort, wo es darum geht, dass die Oper auch zukünftig ein attraktiver Arbeits- und Produktionsort sein soll, wirklich en fond miteinander zu diskutieren. Es ist darum gegangen, dass die Mitarbeiter das kommentiert haben, dass sie gesagt haben, was ihnen passt, was sie finden, was stimmt, was noch zu ergänzen gibt. Und so haben wir auch ihre Einschätzung und ihre Ansprüche, die sie auch an die Opern als zukünftige Arbeitgeberin haben so geschärft und diskutiert.
I didn't know what was about to happen, but it was very nice to sit at the table with people from different departments, to hear their problems. Dass ein sehr, sehr großer Austausch stattgefunden hat, dass keiner eine Angst hatte, glaube ich, Fragen zu stellen, die einen sehr beschäftigen. Es war echt spannend, mit den verschiedenen Abteilungen zu arbeiten, zu sehen, dass wir alle irgendwie doch die gleichen Bedürfnisse haben. Dadurch kommt so ein fruchtbarer Boden zustande, der die eigene Ideenvielfalt vergrößert. Und das finde ich einfach immer wahnsinnig belebend. Ich habe mich vorher nicht mit diesem Thema so beschäftigt. Im Grunde müsste es jetzt weitergehen für mich, weil ich jetzt erst ans Überlegen komme. Die Leute fühlen sich einfach ernst genommen. Ich glaube, das kommt extrem gut an. Ja, ich bin einfach gespannt, wie es weitergeht. Aber gespannt auf die nächsten Schritte, gespannt, wie es angenommen wird in der Öffentlichkeit, auch in der Zukunft. Was ist möglich mit dem Gebäude, was passiert. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen geduldig sein, das dauert ja alles noch ein bisschen. Es gab eine Dialogveranstaltung, in der wir mit Nachbarinnen, Stammpublikum, Abonnenten, Freundinnen, Aktionärinnen gesprochen haben und wo wir gemeinsam darüber nachgedacht haben, was ist das Opernhaus der Zukunft, wie kann dieser Ort für das bestehende Publikum attraktiv sein, aber auch für ein neues Publikum, welche Angebote braucht es in öffentlichen Räumen, damit noch mehr Menschen diese Gebäude nutzen und vielleicht auch zu Opernpublikum werden, vielleicht aber auch nicht. Es geht gar nicht darum, dass jeder unbedingt in die Oper gehen muss, sondern es geht darum, dass jeder einen Mehrwert von diesem Gebäude an diesem prominenten Platz hat. Mir hat ganz viel gefallen. Aber was mir besonders gut gefallen hat, dass wir wirklich den Raum bekommen haben, nicht nur physisch, sondern wirklich auch vom Ablauf, von der Zeit her. Also ich fand es auch sehr spannend und interessant, mich mal mit anderen Besuchern des Opernhauses zu unterhalten und auch mit den Mitarbeitenden und allen, die daran irgendwie beteiligt sind. Und ich freue mich auch auf das, was kommt, weil es sind tolle Ideen, die da sind. Ich bin gespannt und werde dann hoffentlich in 10 Jahren oder so, wird man dann die Früchte der Arbeit sehen. Besonders wichtig ist mir, dass man den Spagat schafft von einem Haus, das ein ausgezeichnetes Programm macht, kann weiterführen und gleichzeitig der breiten Bevölkerung, die mithilft zu finanzieren, das Gefühl gibt, dass sie auch etwas davon haben. Ich glaube, dass der Mehrwert von dem Neuen am Schluss entscheidend ist, dass man das einen Konsens, auch einen politischen Konsens, kann erzielen kann. Bei allem Wünschen und so, wo eigentlich ein bisschen immer abstrakt ist bei so einem Workshop, ist man dort sozusagen mal eine Zeit lang relativ nah bei der Realität gewesen. Ich bin positiv überrascht worden, oder wie inklusiv die ganzen Gespräche abgelaufen sind. Ich glaube, das ist eine enorme Chance, um eben genau aufzuzeigen, hey, für das steht das Opernhaus ein, dass man eben aufzeigen kann, dass das Haus eigentlich für alle offen steht. Was wir gesehen haben, ist, dass den Leuten wichtig ist, dass das Opernhaus als Institution nicht verloren geht, sondern dass es in die Zukunft übergeführt wird. Das Opernhaus sich muss verändern, dass die Neuerungen nötig sind, das teilen alle. Der Workshop mit den Mitgliedern aus dem Club Jung und aus dem jungen Publikum. Wir haben dort von der Methodik her das erweitert und es ist auch um einen weiteren Schritt gegangen, wo es um das Visualisieren gegangen ist von diesem Zukunftsbild, also wo wir auch über Bilder, wirklich über eine Auswahl von Referenzbildern zu einer Aussenerscheinung von so einem Gebäude, zu einer Innenerscheinung, zu Nutzungen, auch zu dieser ganzen Diskussion, was hat denn das zukünftige Gebäude, das Opernhaus mit dem Erweiterungsbau, denn wie auch zu tun mit dem ganzen Stadtraum ringsherum. Da haben wir verschiedenste Bildmaterialien dabei gehabt, wo wir die jungen Menschen eingeladen haben, wirklich über die Bilder, das Zukunftsbild diskutieren. Und das ist absolut inspirierend und spannend gewesen, weil das wie einen anderen Spruch nachher ermöglicht hat. Also wir sind dann schon fast ein bisschen ins Storytelling hineingegangen. Ich habe jetzt zuerst gedacht, so diskutieren, was ist unsere Vorstellung architektonisch und können wir da überhaupt irgendwie gutes Feedback einbringen. Also mir gefällt es, weil wir mega die spannenden Diskussionen haben und den Austausch auch mit anderen jungen Menschen über die Kunstform Oper und eben auch über die Institution Opernhaus Zürich. Die Möglichkeit, auch ein bisschen crazy Ideen einzubringen eigentlich. Dass alle Meinungen, die so ein bisschen zu diesem Haus entstehen, mit berücksichtigt werden und dass es ein Platz und ein Haus für alle soll sein und nicht
für ein paar wenige Privilegierte. Und das finde ich mega schön, wenn wir so ein bisschen den Gedanken verfolgen können, wirklich die unterschiedlichsten Menschengruppen irgendwie dorthin zu bringen. Und dass es natürlich floriert, dass es ein Hobby wird von mehr jungen Leuten und dass auch der Neubau rege genutzt wird von ganz vielen anderen Leuten, die sowieso gerne auf dem 6-Leute-Platz Zeit verbringen. Wir hatten einen Workshop mit der Verwaltung. Wir haben ja, wo wir die Arbeiten vorbereitet haben, haben wir gesagt, wir wollen nicht einfach mit einem nicht greifbaren öffentlichen Plenum arbeiten, sondern wir wollen mit Bezugsgruppen arbeiten, wo wir auch einen klaren Rahmen zum Opernhaus stellen können. Und eine Bezugsgruppe ist die kantonale und städtische Verwaltung aus der Kultur, aber auch aus den Raumentwicklungsämtern, die sich zu einem Zeitpunkt wird müssen mit dem Opernhaus auseinandersetzen. Und der Austausch zwischen den Verwaltungsabteilungen so zu starten und dass sie einander kennenlernen, dass sie wissen, was sind Ansprüche aus der Kultur, was sind Ansprüche vom Städtebau, vom Freiraum, das sind schon sehr wertvolle Diskussionen gewesen. Weil wir dort hören wollten, wo sind Schnittstellen, was werden für andere Projekte entwickelt vielleicht in diesem Bereich des Opernhauses, wo man miteinander denken kann, was gibt es für übergeordnete Strategien von Stadt und Kanton, wo das Opernhaus mit seinem Bauprojekt vielleicht hineinpasst oder auch nicht hineinpasst. Da ging es eigentlich darum, Schnittstellen, Gemeinsamkeiten, aber auch Zukunftsperspektiven zu klären. An einem Freitagmorgen haben sich tatsächlich 35 Vertreterinnen und Vertreter der Kulturszene aus der Stadt Zürich und auch aus dem Kanton zusammengefunden, um 3,5 Stunden miteinander zu arbeiten. Das ging von der Roten Fabrik bis zum Kunsthaus, vom Löwenbräu bis zum Riedberg, Theater Hora, Schauspielhaus. Es war wirklich sehr divers besetzt, Theaterspektakel. Es war sehr spannend. Es gab zu Anfang eine kleine Panel-Diskussion, die ins Thema eingeführt hat. Und dann haben wir miteinander gearbeitet. Und diesen Workshop haben wir so konzipiert, dass wir eigentlich gar nicht gesagt haben, wir arbeiten 3,5 Stunden zum Opernhaus der Zukunft. Das fanden wir ein bisschen anmaßend, sondern wir haben uns ein Thema ausgesucht, in der Hoffnung, dass das für alle wertvoll ist, dass alle sozusagen Impulse aus diesem Dialog mit nach Hause nehmen können. Und das hat tatsächlich geklappt. Wir haben darüber gesprochen, wie Kulturorte zu öffentlichen Treffpunkten werden, was es dafür braucht. Und zwar haben da alle dann ihre Erfahrungen beigetragen. Und die wirklich für mich auch große Überraschung dieses Vormittags war, dass alle an diesen Themen arbeiten. Alle Kulturinstitutionen, alle Vertreterinnen haben gesagt, das sind genau die Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Also während wir bis zu dem Zeitpunkt gedacht haben, wir mit unserem Bauprojekt denken darüber nach, was es für öffentliche Räume braucht, wie Publikum sich mischt, haben da gelernt, nein, das ist ein Thema, das alle interessiert und an dem alle arbeiten. Und der Wunsch ist da auch geäußert worden, dass wir im Dialog bleiben. Insbesondere zu dieser Frage, und das werden wir auch tun. Wir werden sicherlich auch weiterhin das als Auftakt nehmen und weiter im Gespräch bleiben. Was ich verstanden habe, was wirklich wichtig ist die Arbeitsumstände ändern. Und das ist nicht sexy. Ne? Für das große Publikum ist das uninteressant. Die Maschine muss nur funktionieren. Aber ich denke, wenn die Maschine nicht funktioniert, kann man auch nicht produzieren, kann man keine Produkte entwickeln. Und das war für mich wirklich der Maschine muss sich ändern und dadurch nachher kann man eigentlich dann mehr vielleicht noch offener sein und andere Begegnungsräume schaffen. Dass auch ein Ort entsteht, wo man weder wohnt noch schafft, aber nicht muss konsumieren, sondern einfach mal sein kann. Das finde ich enorm wichtig. Das spricht auch, ich glaube, es gibt immer weniger so Orte. Ich glaube eben, wie gesagt, dass der Ort eine Schnittstelle für ganz viele verschiedene Sachen ist. Und auch eine Perspektive bietet, also gerade auch fast schon im geografischen Sinn. Also er bietet auf eine Art ist es ein Fenster natürlich ins Opernhaus und in den Opernbetrieb, aber gleichzeitig könnte zum Beispiel auch ein Fenster sein in die Zürcher Kultur. Ich finde es wichtig, dass es eine Zugänglichkeit gibt für eine breite Bevölkerung und dass wirklich die Leute, die vielleicht sich auf dem 6-Leute-Platz aufhalten, dass es dort einen Zugang gibt, eine Offenheit, um das Haus niederschwellig zu entdecken und kennenzulernen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass es ein Ort ist, der einlädt und der nicht auch baulich
einlädt, also wo eine gewisse Transparenz aufweist, wo man das Gefühl hat, man darf dort hingehen und man ist gemeint. Auch jetzt gerade an unserem Tisch besprochen wurde, ist, wie wichtig das ist, dass man zum Beispiel einen ebenerdigen Eingang schafft, sodass man auch den Zugang kann für alle Menschen öffnen und zwar Inklusion reinbringen. Also das auch für das Publikumsmagnet ist für Touristinnen, wie zum Beispiel die Philharmonie in Hamburg, die Elbphilharmonie, wo auch Leute wirklich kommen, nur wegen der Architektur. Das sind sehr spannende Fragen, die in die Zukunft blicken und die einfach diverse Publika mitnehmen möchten und nach neuen geeigneten Formaten suchen, die vielleicht ein bisschen die Grenzen sprengen von dem, was man gewöhnlich kennt. Und in so einem Dialog, glaube ich, schon extrem zielführend zu wissen, für was steht denn das Haus in der Zukunft. Und mit dem setzen wir uns ja momentan alle auseinander. Wohin geht der Weg? Inwiefern müssen wir uns neu erfinden? Und wenn wir uns neu erfinden, wohin geht die Erfindung? Was ich total toll gefunden habe, ist also, man ist aufeinander zugegangen und niemand hat irgendwie sein Know-how so zurückgehalten, sondern man hat geteilt. Und das ist ja wie auch ein Ausdruck vom Dialog. Also man tut das Wissen, das man hat, miteinander teilen, in den Raum werfen, damit alle davon profitieren können. Und das hat mich schon sehr toll gedacht an diesem Anlass. Ja. Die große Herausforderung in diesem ganzen Dialogprozess war eigentlich, an diejenigen heranzukommen, die noch keine Verbindung zum Opernhaus haben. Alle anderen Dialogveranstaltungen oder die Teilnehmenden der Dialogveranstaltungen haben ja entweder auf professioneller Ebene oder auf persönlicher Ebene eine Verbindung zum Opernhaus. Da wir aber ja öffentliche Räume haben wollen, die auch von anderen Menschen genutzt werden, da wir über Angebote nachdenken, die dann von Leuten wahrgenommen werden sollen, die heute noch nicht kommen, ging es uns ja auch darum, mit diesen Leuten zu sprechen. Nur diese Leute wissen gar nicht, warum sie heute mit dem Opernhaus überhaupt sprechen sollen. Und das hat sich eigentlich bei dem Dialog für alle gezeigt. Obwohl wir sehr breit mit Inseraten und Bannern für diesen Tag geworben haben und eingeladen haben, sind doch diejenigen gekommen, die schon zum Publikum gehören. Und deshalb haben wir ganz spontan am Tag selbst das Konzept verändert und sind verstärkt mit kleinen Interviewteams auf den Platz gegangen und auch an den See gegangen und haben Menschen angesprochen, die gar nicht mit uns reden wollten, also die das gar nicht vorhatten, die sich dann aber glücklicherweise haben verführen lassen oder konnten in ein Gespräch verwickelt werden, das dann am Ende auch wirklich interessante Ergebnisse erzielt hat. Es war total ein schönes Event und es war schön, das Opernhaus außerhalb des Opernhauses sichtbar zu machen. Wenn man so ein Projekt angeht, ein zentrales, ein internationales, ausstrahlendes Kulturhaus weiterzuentwickeln, dann ist das eine grosse Auseinandersetzung. Und es lohnt sich, die Auseinandersetzung fundiert anzugehen, mit verschiedenen Perspektiven. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Leute aus unterschiedlichen Fraktionen von 2 Parlamenten an einem wunderschönen Dienstagabend hier in das feisterlose Theater hineinbegeben. Wir sind aber überzeugt, dass der Entscheid ein guter Entscheid war, hierher zu kommen. Sie werden nämlich ein bisschen anders rausgehen, als sie reingekommen sind. Und das ist schon ganz ein wichtiger Effekt. Sie werden ein paar Sachen sehen, die wichtig sind, ein paar Sachen hören und ein paar Sachen können sagen. Für den Dialog mit den politischen Parteien haben wir die Fraktionen aus Stadt und Kanton eingeladen, wirklich zusammen, gemeinsam an einem Tag über das Opernhaus zu sprechen. Dabei ging es uns in erster Linie auch mal darum, das Projekt wirklich vertieft vorzustellen, Verständnisfragen zu klären, auf einer Führung durch das Opernhaus auch wirklich in Augenschein zu nehmen, wo sind diese unzumutbaren Arbeitsbedingungen, wie sieht das Backstage aus. Wir wollten auch zeigen, also wir wollten es auch wirklich anschaulich machen, wie eng es hier ist. Und dann ging es in dem Dialog vor allen Dingen auch darum, übergeordnete Themen zu finden. Also da wirklich, was ist die Chance für Zürich, für den Tourismus, für die Stadtentwicklung? Wie seht ihr das? Wie sehr soll dieses neue Gebäude ein Wahrzeichen werden? Wie soll es vielleicht eher zurückhaltend daherkommen? Also das waren eigentlich so ein bisschen die Themen, die wir da mit der Politik klären wollten. Was wir auch
haben, der noch nicht durchgeführt ist, das ist ein Workshop mit Expertinnen und Experten, Fachpersonen aus dem Bereich Soziologie, Zukunftsforschung, Städtebau, Freiraum, Kulturbauten, wo wir eigentlich mit ihnen ein Gespräch durchführen, einen Austausch haben über die Kulturbauten der Zukunft, was die bieten müssen. Und insofern sind wir dann sehr gespannt, wie auch die Ansprüche aus dem Dialogprozess können einen Beitrag leisten, um die Qualität von dem Produkt, Erweiterungsbau, Produkt, Öffnung der Oper zu leisten. Da geht es darum, in die Zukunft zu schauen. Denn wir entwickeln ja heute ein Projekt für morgen und nicht für heute. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, wer ist dann eigentlich unser Publikum? Wie sieht die Stadtgesellschaft dann aus? Wie arbeitet man im Jahr 2035? All diese Themen wollen wir in diesem Expertenworkshop oder Expertengespräch klären und dann auch noch in dieses Wettbewerbsprogramm einfließen lassen. Diese Phase des Dialogs war eigentlich der Anfang. Ursprünglich haben wir mal gedacht, das ist ein abgeschlossenes Projekt. Wir beginnen mit dem Dialog mit den Mitarbeitenden und wir hören auf mit dem Dialog mit den Expertinnen. Dazwischen haben wir mit allen gesprochen, dann haben wir ein Ergebnis und das lassen wir einfließen. In der Zwischenzeit wissen wir, wir werden in einen dauerhaften Dialog eintreten. Das war nur der Anfang jetzt, weil es wirklich extrem wertvoll ist für das Projekt und weil eigentlich auch alle Teilnehmenden sich das gewünscht haben, weiter im Dialog zu bleiben, weiter involviert zu sein. Und dem werden wir sehr, sehr gerne nachkommen. Die Ergebnisse dieser Workshops werden jetzt analysiert, zusammengefasst und am 16. September bei unserem Eröffnungsfest öffentlich präsentiert. Auch danach auf der Website darüber hinaus für alle öffentlich präsentiert. Also wir wollen da sehr transparent sein. Und Sie sind eigentlich auch die Grundlage für die Erarbeitung des Wettbewerbsprogramms. Es kann sein, dass nicht alles, was da auf der Wunschliste notiert wurde, in das neue Gebäude passt. Das heißt, es wird Gewichtungen geben müssen, es wird Priorisierungen geben müssen. Das werden wir bis zum Ende des Jahres machen. Und dann auch noch mal wieder darüber informieren, was jetzt tatsächlich in das Wettbewerbsprogramm aufgenommen werden konnte. Das ist hoch beeindruckend, wie wichtig die Leute, die an unseren Workshops teilgenommen haben, die Oper ist, die Kulturform Oper. Und mit Oper meinen wir immer Oper, Ballett, Orchester, Chor. Das gehört alles zusammen. Auch die Angebote, die die Oper hat, die Führungen, die Angebote der verschiedenen Clubs, die sie haben. Das wird wahnsinnig geschätzt. Und das hat uns auch lustig gemacht auf die Oper. Die Oper als Institution ist viel mehr als das, was man sieht auf dem 6-Leute-Platz. Es ist viel mehr als das Haus, das dort einfach steht. Ich würde sogar sagen, das Haus wird der Opern eigentlich nicht gerecht, weil es ist viel mehr dahinter. Und das Ergebnis war vor allem auch für uns spannend, zu sehen, was für ein Universum, ein Kulturuniversum hinter dieser Fassade steckt.